Ich bin hier auf meinem Testfeld unterwegs und teste gerade die wohl ertragreichste Feldfrucht im LS25. Ob die das wirklich ist, werden wir nach diesem Test auf jeden Fall genauer wissen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Also, das hier ist ja wohl die wahnsinnigste Einsäaktion im gesamten Game. Ich komme ja vor wie bei der Kartoffelernte mit einem Zweireiher. 2 Reihen einsäen und das auf fast einem Hektar. Das war jetzt der Abschluss. Es sind optisch immer mal wieder so kleine Lücken da drin. Ich bin aber sehr sicher, dass ich da drüber gefahren bin. Zum Beispiel hier vorne. Vielleicht kriege ich das auch nochmal nachgesät. Aber ich glaube, an manchen Stellen ist das halt einfach so, ne? Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Ich hatte es zum Teil, habe ich das korrigiert, habe dann nochmal ein bisschen nachgesät und hatte dann auf einmal an der anderen Stelle wieder ein paar Lücken drin. Also, ich lasse jetzt so ein paar Lücken da drin. Ihr seht, wie dicht das ist. Also, über 40 Reihen jetzt hier auf diesem kleinen Acker. Ich bin wieder auf dem Feld hier unten links. Hier ist es, Feld 58 und wir haben hier 0,86 Hektar. Ja, und auf diesem Feld sind Pappeln. Die verdammten ollen Pappeln. Imagine. Wir haben hier einen Ertragsbonus jetzt gerade von 42%. Ich guck mal, zum Teil auch ein bisschen mehr. Also auch da schwankt es. Ich versuche das auch nochmal zu düngen. Ja, gewalzt kriegen wir das jetzt wahrscheinlich nicht. Also hier werde ich auf jeden Fall mal drüber brettern und mal gucken, was geht. Ach, kann das sein, dass das an den Steinen liegt? Na guck, nee, kann nicht sein. Hier sind noch die Pappeln überall dazwischen. Ja, die ollen Pappeln. Ich war heute im Livestream mal wieder mit dem Holzer unterwegs auf der US-Map. Und da hieß es ja auch, ja, nee, die Pappeln und so, nicht so nice und das bringt auch nichts. Und man macht damit ja eben auch nur diese Hackschnitzel. Ja, aber diese Hackschnitzel, da haben wir die Hackschnitzel. Die Hackschnitzel, die können wir natürlich im Januar mit bis zu 1600 € verkaufen. Und das schmeckt natürlich richtig. Wir sind jetzt gerade hier im März, also jetzt kann man gerade anfangen einzusehen. Und im Januar, im Winter, können wir die dann zum Höchstpreis verkaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir die auch monatsmäßig, also ob die Pappeln rechtzeitig und so schnell wachsen. Das müssen wir uns natürlich jetzt genau im Detail angucken. Aber wenn wir dafür so viel Cash kriegen und die Frage ist natürlich, wie viel kommt dabei rum, dann kann sich das natürlich schon lohnen. Was ich jetzt natürlich hier gemacht habe, ich habe hier die Breite ein wenig verändert. Jetzt gucken wir uns das mal eben kurz an hier auf dem Sägerät. Und zwar kann man das, wenn man das jetzt zurücksetzt, ist das automatisch hier eingestellt auf 2,4 Meter Breite. Relativ weit, also sehr weit auseinander. Und ich habe das gerade eingestellt hier ohne Vorgewände, einfach schön eine Bahn nach der anderen und dann eben hier runtergestellt auf 1 Meter. Ist vielleicht nicht ganz so ideal. Ich würde fast sagen 1,10 Meter macht das Ganze vielleicht ein bisschen besser, denn beim Hin- und Herfahren, jetzt passt das so einigermaßen, aber es ist immer mal wieder vorgekommen, dass er nur eine Bahn auf dem Rückweg zum Beispiel gemacht hat und nicht jedes Mal 2 Bahnen. Also um das so ein bisschen effektiver hinzukriegen, vielleicht doch lieber auf 1,10 Meter und nicht eben so ganz schmal auf 1 Meter mit diesem Abstand. Also er macht immer 2 Reihen, 2 Reihen, 2 Reihen. So sieht das eigentlich ganz gut aus, aber ich würde sagen, wie gesagt, 1,10 Meter vielleicht doch ein bisschen besser. Ja, und wenn man hier die ganzen Reihen durchschaut, was meinst du? Wie viele Reihen sind das? 87 Reihen. 87 Reihen komplett vollgefüllt mit Pappeln. Und dementsprechend gucken wir jetzt einfach mal, wie sich das Ganze denn hier verhält. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den Wachstumsmodus sozusagen, lasse das Ganze hier erstmal richtig schön sprießen und dann gucken wir uns auch gleich nochmal an, was das Ganze denn so bringt und was wir alles dafür brauchen.
Doch bevor wir die Pappeln wachsen lassen, erstmal ein großes Dankeschön an den YouTube-Kanal. Oma Tana spielt, kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr LS-Fans seid. Und da hatte ich heute direkt nach dem Stream diese beiden Videos gesehen und habe mir gedacht, na, doch die Pappeln, doch entgegen der Aussage im Livestream, nee, lass die Finger von den Pappeln, lohnt nicht. Deswegen teste ich das hier auch und bin übelst gespannt, was das Ganze denn so bringt im Live-Test hier auf meinem Testacker von 0,8 Hektar. Also, wir spulen jetzt hier mal ein paar Monate vor und dann gucken wir mal, wie das ganze Feld hier aussieht. So, der erste Monat ist rum und gefühlt hat sich nichts getan. Und wir haben hier, ja, zum Teil gut gedüngt, zum Teil wenig gedüngt. Ich gehe nochmal rein mit dem Dünger. So, einmal noch schnell drüber düngen hier. Mich triggern ja diese kleinen Löcher zwischendurch, ne? Aber ich habe es, wie gesagt, mehrfach probiert. Auch da oben in dem Bereich, da sieht man nochmal so ein Loch. Nochmal hingefahren, nochmal drüber gepflanzt. Also ich denke mal, bei der besser eingestellten Breite, auch da jetzt, ne? Also wenn man die Breite besser einstellt auf 1,10 Meter, sollte das, glaube ich, nochmal besser funktionieren als auf 1 Meter Breite. Zwar hat man hier vielleicht mit 1 Meter Breite noch mal ein bisschen mehr, aber irgendwie ist das auch von der Mühsal sehr, sehr, sehr schwierig. Überleg mal, du musst jetzt hier immer nur 2 von diesen Linien einsehen. Alter Falter. Bald 90 Mal hier hin und her gefahren. Also dafür muss das aber auch wirklich ergiebig sein. 5 Monate geschlafen und schon gibt es eine Veränderung. Also nach 5 Monaten haben wir hier die Pappeln, die so langsam anfangen zu sprießen. Sehr dicht. Und was sehe ich dazwischen? Oh boy, die müssen wir noch rausruppen. Ich hatte anfangs die verkehrten Setzlinge genommen und guck dir das an. Nicht schlecht, aber die ruppe ich natürlich noch raus, damit wir hier ordentlich auch abernten können. Mann, was ich hier ein Blödsinn gemacht habe mit diesen ganzen Ulmen. Aus Versehen das verkehrte Saatgut ja geholt, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und wie viel Ulmen hier standen, die habe ich jetzt erstmal alle abgeschnitten und an die Seite geschmissen. Absolute Katastrophe. Aber die Pappeln, die wachsen. Hier liegen überall noch ein paar Stümpfe rum von den ganzen ollen Ulmen. Ja, und das ist jetzt nach 8 Monaten und wir müssen immer noch ein bisschen warten. So, es ist ein Jahr um. Im Wachstum, die Pappeln, das ist ja der Hammer, ist das dicht geworden. Also, wir haben die Pappeln im März. Gucken wir mal eben rein, hier haben wir die Pappel. Im März ist der erste Monat, wo wir die Pappel einsehen können. Habe ich gemacht. Also, angefangen im März, 12 Monate gewartet und sie ist jetzt in dem Stadium. Wahnsinnig dicht. Man sieht den Wald vor lauter Pappeln nicht. Also absolut irres Ding. Das ist das ganze Feld. Also ein ganzer Acker komplett voll mit Biomasse. Ist das irre? Ja, und das können wir immer noch nicht ernten. Oh boy, das ist crazy. Es ist soweit. Es ist soweit. Mann. Die Pappeln sind erntereif. Ausgewachsen bis zum geht nicht mehr. Die ganze Grünmasse ist runter. Es steht nur noch das Holz und das Gestrüpp büschelweise. Ja, und jetzt heißt es ab an die Ernte von diesem riesen Feld. Ist das der Hammer? Ein Riesenhaufen Biomasse hier. Keine Ahnung, wie groß das ist. 2 Meter hoch oder über 2 Meter hoch. Das ist ja der Hammer. Und wenn wir auf den Kalender gucken, haben wir das Jahr einmal komplett durch. Wir haben angefangen im März mit dem Einsehen, haben dann ein Jahr, 12 Monate weitergemacht, 13, 14, 15 Monate gewartet und im 16. Monat, im Juli, können wir dann endlich ernten und das machen wir jetzt. Holzwirtschaft ist natürlich schon ein bisschen speziell. Jetzt gucken wir erstmal rein, was benötigen wir dafür? Also für das Einsehen haben wir ja gerade schon gesehen. Für das Säen benötigen wir dieses Gerät.
das Teil und dann wichtig mit den richtigen Setzlingen, dann funktioniert das. Das hier können wir kombinieren, ja, mit den Pappeln. Ich hatte vorher diese Setzlinge bzw. diese andere Kiste an Setzlingen genommen. Diese hier, ich dachte schön hier, das sind noch die kleinen Pappeln, die können wir mal nehmen, die Setzlinge. Ganz, ganz grober Fehler. Das sind die richtigen Bäume und ja, die sind leider verkehrt. Also man muss tatsächlich, da wo Pappeln draufsteht, einfach die Pappeln verwenden und das Schöne ist, die sind auch noch richtig schön günstig. Ich brauchte fast 2 Kisten für das kleine Feld und hier sind 2000 Liter Pappeln drin. Ganz, ganz hier, ganz klein, diese Stecklinge und die ganze Kiste ist halt voll damit. Auf dieses Gerät passt exakt eine Kiste. Wir packen die Kiste drauf, fahren unsere Bahnen durch, wenn sie leer ist, nächste drauf, weiterfahren. Also das ist essentiell und notwendig. Die erste Methode, wie wir die Pappeln ernten, wäre hier mit dieser Art Ballenpresse oder mit dieser Ballenpresse. Das ist eine Ballenpresse für Hackschnitzel. Hatte ich im Ballenpress-Video schon mal gezeigt, natürlich nicht im Einsatz, aber das ist natürlich auch ein crazy Ding. Also ab an den Traktor, durch die Pappeln durchbrettern und hinten passiert dann das Wunder. Also es werden hier quasi dann die Ballen oder die Hackschnitzel zu Ballen gepresst. Da kommen dann so 2000 Liter Hackschnitzelballen raus. Kann man natürlich auch machen, auch da natürlich immer wieder aufpassen. Man fährt damit durch, muss kurz anhalten, das Ding lädt ab, dann muss man es wieder senken, wieder aktivieren und dann geht es weiter. Ist natürlich ein bisschen mühselig, aber für 100.000 Euro kann man das natürlich auch damit durchaus machen und man hat dann eben die ganzen Ballen rumliegen und kann die locker wegtransportieren. Ja, die andere Technik ist die Feldhäcksel-Technik, die wir benötigen und da gibt es hier den Häcksler. Das Teil hat es auch wieder in sich, kostet 85.000, nicht ganz günstig und benötigt auch einen Traktor mit 375 PS. Dafür braucht man dann also tatsächlich schon mal einen richtig PS-starken Traktor, damit man das Teil verwenden kann. Zusätzlich benötigen wir hier bei den Vorsätzen den Vorsatz für die Pappeln. Und wenn man hier einmal durchklickt, sieht man, es ist der einzige Pappelvorsatz, den es gibt. Und das Teil, das hole ich mir jetzt auch mal. Zusätzlich hier zu diesem Feldhäcksler. So, und das haben wir doch jetzt alles gleich. Jetzt noch ein Anhänger drauf, auch noch angekoppelt. Das heißt, wir haben jetzt hier das Komplettset. Vorne den Aufsatz für die Pappeln, dann der Häcksler direkt hinten dran. Da müssen wir noch das Rohr ausfahren. So. Und dann haben wir hier einen großen Anhänger, wo richtig viel reinpasst. Und zack, ist auch die letzte Ulme mal eben verschwunden. Geht ja gar nicht. Ja, und jetzt fahren wir hier mal so schön langsam vorsichtig ran hier an das Feld. Und ich aktiviere auch gleich hier schön die Bahnen, dass das läuft. Was wir jetzt natürlich beachten müssen, und das sehen wir oben im Infofeldchen, wir müssen alles aktivieren. Das heißt, wir gehen mal eben durch, senken alles. So. Können wir noch mehr senken? Nee, das passt. Dann aktivieren wir auch noch alles. Häcksler und vorne das auch noch. Jawohl. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass das hinten alles gut rausgeballert wird. Und dann schnappen wir uns hier die Bahn ohne Vorgewände. 3 Meter. 3 Meter. Was macht er hier, ey? Bestimmt wegen der Bäume. Bestimmt wegen der Bäume. Ich fahre jetzt hier einfach mal geradeaus durch. Und dann gucken wir mal. Läuft das schon? Ne, läuft noch nicht. Jetzt läuft es. Kollektiv senken mit Steuerung V. Dann geht beides runter. Und jetzt geht es... Oh, wie der Strahl hier rausgeschossen kommt. Hui. Oh mein Gott. Ist ja der Burner, ey. Zack. Jawollo. Perfekt. Und jetzt mähen wir hier durch, Alter. Ist das der Hammer. So, schön hier durchmähen. Und ich bin übelst gespannt, wie viel hier rauskommt, ne? Was hier die Silage, was heißt Silage? Ich sage Silage. Was hier
die Hackschnitzel rausgeballert werden. So, die erste Fuhre ist durch. 5000 Liter mit der ersten Fuhre. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, wenn ihr das testet hier mit den Pappeln und dem massiven Anbau, dann auf jeden Fall ein Feld aussuchen, was vielleicht natürlich größer ist ja klar, viel hilft viel, aber wo auf jeden Fall viel Platz ist zum Wenden, denn das Teil ist mega lang. Wow! Mann, 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 Mann. Immerhin geht das Ganze 3-mal so schnell wie das Einsehen. Es ist zwar immer noch langsam, aber wir machen halt 6 Reihen auf einmal fertig. Eieiei, der letzte Streifen wird hier reingezogen. Es läuft sensationell. Und der Hänger ist auch schon mit 46, fast 50% auch schon gefüllt. Also 24.000, 25.000 Liter haben wir jetzt hier gleich schon wieder drin. Jawollo, also es schießt hier nur so rein. Ja, da bin ich natürlich gespannt. Wir werden gleich erstmal weiter vorspulen in den verkaufsstärksten Monat. So, damit ist es abgeerntet. Tipptopp. Und wir gucken noch mal eben hier drauf. Benötigt Kalk. Ja, das können wir natürlich mal machen. Muss gewalzt werden. Muss ich das machen? Teste ich mal auf einem kleinen Stückchen. Und ansonsten müsste ich natürlich wieder düngen. Also kalken und düngen. Ja, und neben den 25.000, 26.000 haben wir hier auch noch mal 52.000 Liter. Also ein komplett voller und ein halb voller Anhänger. Die platziere ich jetzt schon mal und dann gucken wir, wie das von den Preisen ist. So, das Feld ist wieder frisch. Also, es ist gedüngt, es wurde gekalkt und jetzt heißt es ab in den nächsten Monat. Und jetzt kann das Feld, ohne etwas weiteres zu machen, weiter wachsen. Ja, und schon einen Monat später stehen die gesamten Setzlinge hier tipptopp fertig parat. Jetzt könnten wir hier nochmal eine Runde drüber düngen und das Ganze wächst von vorne. Es ist Januar und das heißt, heute ist Zahltag. Wir verkaufen heute die Hackschnitzel zum Bestpreis hier am Bauernmarkt von 1.667 €. Ab zum Bauernmarkt. Und da sind wir auch schon direkt. Also, beide Traktoren stehen bereit. Wir haben hier 52.000 Liter. Jawohl. Und abladen. Ich bin mega gespannt, was das bringt. Oh boy. Das ist mal eine ganze Menge. Und da wird auch viel rausgeschoben. Wir haben... Da kommen die Einnahmen rein. Da sind sie doch aus der Ernte. 86.735 und 43.934. Das waren die beiden Anhänger. Der kam die ganze Zeit nicht hinterher, weil ich die Monate so schnell geskippt habe. Alter, das ist doch der Hammer. Also, das sind doch mal krasse Zahlen. Ja, das braucht natürlich alles ein bisschen Vorbereitungszeit und auch recht teure Maschinen, hochwertige Traktoren, damit das funktioniert. Aber wir können das natürlich auch mit der Ballenpresse zum Beispiel machen. Wäre auch eine Option. Da muss man nicht solche starken Maschinen verwenden. 130.669 €. Also über 130.000 € mit einer Ernte und ja, wie gerade schon gesagt, das Feld ist wieder eingesät und startklar. Das Ganze läuft jetzt wieder von vorne und kann halt wiederholt werden und wiederholt werden, bis irgendwann, ja, irgendwann muss man doch nochmal vielleicht neu einsehen und das Ganze wieder von vorne starten. Vielleicht einmal durchgrubbern, durchmulchen und das Feld mal reaktivieren. Aber das ist doch krass und das Beste ist, man könnte das natürlich auch den Helfer machen lassen und schön nebenbei massiv Cash machen. Und ich weiß schon, was ich jetzt auf meinem Feld auf der US-Map mache, wo gerade noch der Weizen steht. Schön alles platt, schön alles durchmulchen und Pappeln draufballern.
Ja, das war eine Menge Arbeit. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch eins der nächsten Videos nicht verpasst. Zum Beispiel das nächste Video explizit nochmal zum Spinat, ausgiebig zum Spinat und wie viel da bei rumkommt. Wir sehen uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.